Heute möchte ich mal wieder etwas zu der Bibel sagen. Das mache ich eigentlich sehr gerne, dass ich mich geistig damit beschäftige. Ich hatte zu Allerheiligen ein Video gemacht, in dem ich mich mit dem Thema Abraham beschäftige, weil es so ist, dass das aus meiner Kindheit noch lebendig ist. Dass in der Schule, in der Grundschule, früher hieß es ja Hauptschule, im Religionsunterricht aus der Bibel vorgelesen wurde. Und ich weiß noch, dass eigentlich alle Kinder erschreckt und geschockt waren, als vorgelesen wurde, dass Abraham von Gott den Befehl bekommt, sein Kind zu opfern. Und es geht auch die Zeichnung, ich glaube von Dürer oder von wem, sie ist herum, wo der Vater das Messer in der Hand hat und er will die Kehle seines Sohnes durchschneiden. Und ich glaube, das berührt jeden Menschen und es hat viele geschockt und es hat, glaube ich, auch bis ins Erwachsensein viele beschäftigt oder beschäftigt, immer noch viele. Und es hat vermutlich auch viele dazu geführt, aus der Kirche auszutreten, weil etwas nicht zusammenpassen kann. Auf der einen Seite heißt es, du sollst nicht töten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann gibt sozusagen der dieses erlässt, diese Gebote erlässt, selber den Befehl, dass ein Vater sein Kind ermordet. Es wäre ja nichts anderes gewesen, diese Opferung, als Mord. Das als Opfer zu bezeichnen, das ist ja, unsinnig, weil dort ein lebendiges Kind gegen seinen Willen getötet wird. Wer es macht, ist letztendlich egal, Mord ist Mord. So, das hätte so nicht zusammengepasst und ich habe es so hin interpretiert und mich damit beschäftigt, dass das eine Probe war für Abraham, wie weit er bereit ist, auf Befehl zu morden, zu töten oder zu opfern. Oder ob er auf seine eigene Stimme hört und seine eigene innere Stimme so stark ist, dass sie ihn davon abhält und sagt, nein, tue das nicht. So, das kann man sich anschauen. Ich mache hier oben einen kleinen Link hin zu dem Video. Jetzt heute schaue ich gerade ins Internet und habe wieder etwas, was ich auch seit Jahren immer habe, wo ich etwas hake, einen Punkt. Und zwar ist das aus Lukas im Neuen Testament, Lukas 14, 26. Und da heißt es dann, wenn einer zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Welt, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das gibt es dann noch einmal auch unter Matthäus. Ich muss mal eben gerade äh, schauen, wo wir da sind. Matthäus 10,37 würde es sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Das ist sozusagen etwas, was die Umkehrung, was dazu passt. So, das führt einen natürlich zu der Frage, das sollen die Worte von Christus oder von Jesus gewesen sein. Wie kann man, wenn es heißt, du sollst nicht töten, und wenn es heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, dieses äh, postulieren? Und es ist schön, wenn man sich mal geistig mit solchen Themen beschäftigt und das vielleicht auch mal mit mehreren und versucht es zu interpretieren, wie ist das gemeint? Sind die Begriffe richtig übersetzt? Ist der Begriff Hass richtig übersetzt, interpretiert? Oder wie ist es gemeint?
Ja, das ist auf jeden Fall interessant, sich mal damit zu beschäftigen und nicht immer einfach alles nachplappern oder immer behaupten, man hätte die Bibel gelesen und darin gelesen und hat sie aber nicht gelesen. Man geht dabei mal scheinheilig durch die Welt und plappert einfach etwas nach, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Ja, es ist wert und wichtig, dass man darüber nachdenkt, dass man das diskutiert, und zwar frei denkend, ungezwungen, und lasst euch nicht von nichts und niemandem dazu zwingen, es in einer bestimmten Weise äh, zu betrachten, gegen eure eigene innere Stimme. Das ist sehr wichtig. Ich selber habe keinen Gott, der straft oder Hass sät, sondern ich glaube an die Liebe, und für mich ist die Liebe das Göttliche und Gott. Und Liebe kann auch als Wort erscheinen in Gestalt eines Wortes. Und natürlich ist es dann der Inhalt des Wortes. Und Liebe ist in erster Linie Nächstenliebe. Mir selber ist es eine Freude zu lieben und Liebe zu geben und auch Nächstenliebe zu geben und Liebe aus mir heraus zu geben. Das ist eine große Freude, eine wirklich innere Freude. Es macht Spaß. Und ich bitte euch nochmal, äh, schreibt mir eure Kommentare hier unten, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Es wäre mal schön, wenn hieraus eine interessante Diskussion entstehen würde. Etwas anderes als immer Konsumdenken. Konsumdenken. Und an einige Rabbis gewandt, von denen ich halt gestern auch gerade ein Video geschaut habe, wo halt das Neue Testament unter die Lupe genommen wird und alle Schwachpunkte in Anführungsstrichen, die widersprüchlich scheinen, aufgelistet sind, denen sei halt gesagt, dass es das bereits im Alten Testament gibt, weil das ja der Tora entspricht. Und da ist bei der Erzählung, wo es um Abraham geht, ja bereits ein Widerspruch, dass ein Vater sozusagen seinem Sohn befiehlt, dass er sein Kind ermordet, was ihr Opfern nennen mögt. Ich habe keine Opfer und ich werde niemals etwas opfern, weder ein Mensch noch ein Tier. Das ist einfach da schon mal klar. Das gibt es für mich nicht. Das ist nicht nötig, dass man etwas opfert. Und das heißt auch in der Bibel, wer ein Leben tötet, tötet die ganze Welt. Das ist halt auch wieder ein Widerspruch zu tausend anderen Thesen darin. Also beschäftigt euch mal geistig damit, das macht wirklich Spaß, doch gerade diese Widersprüche mit anderen zu diskutieren. Okay? Also viel Spaß, schönen Tag und Shalom.